Sind Sie bereit für verrückte Verfolgungsjagden? Willkommen zu unserem Video für Actionliebhaber. Ein Kurier, der zu spät dran ist, verwandelt mit seinem Golf GTI die Straßen der Stadt in ein Schlachtfeld. Ein Fahrer, der Gas gibt, um seine schwangere Freundin zu beschützen, verursacht einen schweren Unfall. Ein schöner Dodge Charger wird durch eine Polizeiaktion zu Schrott gefahren. Die Fahrerin hielt nicht an. Die Polizei zeigte keine Gnade. Am Morgen des 7. November 2025 bemerkte ein auf der Colonel Glen Road patrouillierender Trooper einen Dodge Charger mit texanischem Kennzeichen, der zuvor vor der Polizei von Alexander geflohen war. Da das Fahrzeug auch nicht zugelassen war, wurde es angehalten. Doch der Fahrer Malik Moore fuhr auf den Parkplatz von Sonic und raste erneut davon. Wenn du actiongeladene Fluchtvideos und detaillierte Polizeiberichte liebst, kannst du unseren Kanal abonnieren. Jede Woche erwarten dich 2 neue Videos. 97% unserer Zuschauer sind noch nicht abonniert. Wenn dir unser Video gefallen hat, vergiss bitte nicht, uns zu abonnieren. Der Fahrer hatte einen schnellen Start hingelegt. Das leistungsstarke Fahrzeug schoss wie ein Pfeil davon. Aber um dieses Fahrzeug zu beherrschen, braucht es Geschick. Als er auf die Bowman Road abbog, geriet das Fahrzeug außer Kontrolle. Um zu verhindern, dass die Verfolgungsjagd tödlich endete, näherte sich der Polizist dem Fahrer und führte eine PIT-ähnliche TVO-Manöver durch. Moore gab Vollgas und die Reifen qualmten, als ein zweites TVI-Manöver durchgeführt wurde und Trooper Landry das Fahrzeug von vorne einkesselte, wodurch die Flucht beendet wurde. Es stellte sich heraus, dass der festgenommene Moore nicht versichert war, seine Reifen defekt waren, er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte und sein Führerschein eingezogen worden war. Moore gab sowohl bei diesem Vorfall als auch bei seiner vorherigen Flucht am 1. November zu, dass er geflohen war, weil meine Kennzeichen veraltet waren. Am Nachmittag des 3. November 2025 bemerkte Trooper Travis Hale während seiner Streife in der Nähe des US Highway 371, dass ein Chevrolet Suburban plötzlich und ohne zu blinken abbog. Als er sah, dass auch die Bremslichter des Fahrzeugs nicht funktionierten, wollte er es anhalten. Doch der Fahrer begann trotz der Lichtsignale auf dem State Highway 26 zu flüchten. Als die Verfolgungsjagd auf die Center Road verlagerte, stieg die Geschwindigkeit von 40 auf 80 Meilen pro Stunde, während Staubwolken aufstiegen und der Suburban über die schmalen Straßen schlingerte.
Die Verfolgungsjagd verlief schnell auf unbefestigten Straßen. Sollte die Polizei eingreifen, obwohl derzeit keine Zivilisten, Häuser oder andere Fahrzeuge in der Nähe waren? Oder sollte man darauf warten, dass der Fahrer einen Fehler macht? Der Polizist machte seinen ersten Versuch, aber der Fahrer schaffte es, sein Fahrzeug wieder auf die Straße zu bringen. Würde es so weitergehen? Hele versuchte mehrere taktische Manöver, um zu verhindern, dass die Flucht in der ländlichen Gegend noch gefährlicher wurde. Und als das Fahrzeug wieder auf den Highway 26 fuhr, griff er ein und beendete die Flucht mit einer kontrollierten TVI-Aktion. Ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr sich harte Interventionstechniken wie PIT und TVI in den USA von den vorsichtigeren Verfolgungsprotokollen in Deutschland unterscheiden. Der Fahrer John Morris, der aus der Gegend von Hazen stammt, wurde ohne Widerstand festgenommen. Auch der Beifahrer wurde identifiziert. Morris wird wegen Fahrens ohne Versicherung, mangelhafter Ausrüstung, Abbiegen ohne Blinker, rücksichtslosem Fahren und Flucht mit hoher Geschwindigkeit angeklagt. Away from Manchester, High Road. Stand by. Die nächtlichen Straßen von Manchester verwandelten sich durch einen gewöhnlichen Lieferfahrer, der zu stark aufs Gaspedal trat. Plötzlich in ein Chaos. Der VW Golf GTI ignorierte rote Ampeln, raste mit 130 Meilen pro Stunde durch die 30 Meilen pro Stunde Zonen der Innenstadt, schlitterte in enge Gassen und entkam um Millisekunden den entgegenkommenden Fahrzeugen. No traffic, there are no pedestrians, visibility is good, roads dry. Stand by, traffic lights. You're ready to turn back, you're not going to go, I'm not speaking now, John. Just confirm your location, please, you're on the road. Yeah, Edgley Road, just past the Morrison from our offside. No, it's 0 miles an hour. We didn't even light it up, he just saw our headlights and immediately made off. It's approaching through red ATS and it's right. What's the pyramid, mate? Generally, the pyramids, just past near side. No, towards the Aldi. Yeah, not much, but it's not 52 mile, not any weapons. Polizeikameras zeichneten diese rasante Flucht Sekunde für Sekunde auf, während die Sirenen den Fahrer zu noch aggressiveren Manövern trieben. Die aggressive Verfolgungstaktik der britischen Polizei zeigte im Vergleich zu der zurückhaltenderen und aus der Ferne gesteuerten Verfolgung in Deutschland eine viel größere Entschlossenheit. Way, he's coming up to the traffic lights and it's a left towards a motorway. He did try to bottom out towards us, it was 12, but it's not unreasonable. It's possibly that on both lanes, only possible. Check one. He's gone through a red ATS, it's right, and then immediate left. Towards the A6. Conditions, pedestrians, etc. That's legal outdoors to offside.
generally towards the A6. It's George's Road towards the A6. Traffic conditions, it's still no vehicles, no pedestrians. It is dry. It's gone round the roundabout, but it's gone round twice. Stand by. Well, I'm going to try to rely on your directions for everybody. So I'm coming through Gino. Der Golf GTI ist leistungsstärker und hat eine bessere Straßenlage als ein Standard-Golf. Er ist wie ein Rennwagen, den man auf der Straße sehen kann. Das macht ihn auf Nebenstraßen und in Kurven sehr wendig. Daher ist es für die Polizei wirklich schwierig, ihn zu fangen. Der Fahrer muss einen Fehler machen oder die Flucht aufgeben. The S over to our offside, speed decreased to 110 miles per hour. There is still no traffic. Generally towards Eaton Chapel. Gone through red ATS at 80 miles per hour. Didn't affect any other road users. Another red ATS. Straight through to the near side. Just passing McVitie's to the near side. 10 miles per hour. Still no traffic. Still precautions until continued. Just confirm location. Still Wellington Road North. Just gone through another red ATS. Approximately 0 miles per hour. And it's a right. Mount Road. It's a right, through lane towards Mount Road. Speeds 70 miles per hour. Still no traffic, no pedestrians. Still proportionate for having to continue. Als die Verfolgungsjagd von den belebten Hauptstraßen Manchesters in die engen Wohnstraßen zwischen den Wohnblocks wechselte, geriet die Situation völlig außer Kontrolle. Der Fahrer machte gefährlich enge Kurven, fuhr ohne zu bremsen durch unübersichtliche Kurven und entging mehrmals nur um Zentimeter einer Kollision mit geparkten Fahrzeugen. Die Polizeibeamten nutzten das komplexe Straßennetz der Stadt zu ihrem Vorteil, nahmen bei jedem Ausweichmanöver des Fahrers Position ein und verengten den Kreis. Während das Turbogeräusch des GTI in die Nacht hallte, waren sich die Beamten bewusst, dass es jeden Moment zu einem tödlichen Unfall kommen konnte, was den Druck noch weiter erhöhte. Continuing Mount Road, speeds have increased to 95 miles per hour. Light pedestrian activity, very light road use, visibility is good. There's very light pedestrian activity, still very light on vehicle activity. Okay, we're going towards High Road. Yes, it's just done a right onto High Road, slightly more vehicles, but it's still light and very light pedestrian activity. Heading generally away from Manchester on High Road. Stand by. It's just done a refit now towards Manchester. Der Fahrer machte mitten auf der Straße eine Kehrtwende und raste mit quietschenden Reifen davon. It's done a left. Knutsford Road. Left onto Knutsford Road. Speed 80 miles per hour. And left into the Ryderborough Estate. The Ryderborough Estate. It's done immediate right onto Devonshire Road. Roger, Devonshire Road heading towards Elbridge. I'm going to come back over Mount Road. It's heading generally back towards Mount Road. And it's saying it is back towards Mount Road. Back towards Mount Road now. Actually got one line, we are on Mount Road. It's just done another right, Wembley Road. Der Polizeibericht besagt, dass der GTI-Fahrer zu spät für eine Lieferung war und deshalb zu schnell gefahren ist. Aber was hat er mit einem GTI eigentlich geliefert? Was könnte das gewesen sein? Vielleicht die Lieferung eines illegalen Produkts? The
are no pedestrians, no vehicles. It is still precautionary and we're happy to continue. Visibility is still good, the road is still dry. Speed 60 miles per hour. Right, Mount Road, and another immediate right onto Craig Road. Throwing loads of stuff out, mate. They're throwing loads of stuff out of the windows. I can't see what it is. Throwing stuff out. Right, left, and immediate right. Right onto Darras Road again, back to where he's come from, and then immediate left onto Mount Road. Speed 60 miles per hour. Left. Just get a stinger. Get a stinger. Yeah, but I don't want to just deploying stingers, but it's not hardcore with this one. Better reminder, hardcover. Yes, definitely need harder, but they're still throwing stuff out the windows. Was hätten Sie getan, um eine solche verrückte Verfolgungsjagd mit 130 Meilen pro Stunde zu stoppen? Schreiben Sie uns in den Kommentaren, wo Sie das Video gesehen haben. Die nächste Verfolgungsjagd könnte noch unglaublicher sein. 70 miles per hour. Just past some light traffic. Get someone from Hyde Road with a stinger. Get somebody Hyde Road with a stinger. Please heading back generally in that direction. Right. Yeah, but I can come by there if you can to Hyde Road. There's the docks. Left on Pine Street, and it's now left onto High Road, just passing Tesco's offside, generally towards Manchester. Speed 70 miles per hour. Traffic is moderate to light. There are very few pedestrians, and it is a right. Right up to Garrett Way, so Tesco will now be out on the side. Speed 60 miles per hour. Straight through a red ATS at 50 miles per hour. Just missed straight over through more traffic lights. Generally up towards Ashton Old Road. Caution, you're happy to continue. Yeah, he's always in break. Yes, he's coming on off the brakes, and he is slowing down for stuff as he's approaching junctions. He's Abbey Hay Lane, generally towards Ashton Old Road. Der Fahrer erkannte, dass er nicht entkommen konnte und begann langsamer zu fahren. Nun könnte für die Polizei eine neue Aufgabe beginnen. Kurz darauf stiegen die Insassen aus dem Fahrzeug aus, noch bevor es vollständig zum Stillstand gekommen war, und begannen zu fliehen. Der Fahrer wurde zu 12 Monaten Haft verurteilt. Da er nicht gegen ein anderes Fahrzeug geprallt war, wurde ihm der Führerschein für 18 Monate entzogen. You okay? Hands up! Hands up! Get your ass on the ground right now! Get your ass on the ground! In der Nacht des 11. Juni 2025 verwandelten sich die Straßen von Fort Smith buchstäblich in ein Schlachtfeld. Als die Arkansas State Police versuchte, ein Fahrzeug zu stoppen, das mit gefährlicher Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet raste, gab der Fahrer Austin Osman noch mehr Gas, sodass eine Verfolgungsjagd durch die Stadt unvermeidlich wurde. Während die Trooper die Verfolgung durch enge Straßen, unübersichtliche Kreuzungen und dichten Verkehr fortsetzten, verwandelten Osmans unkontrollierte Manöver jede Sekunde in ein tödliches Risiko. Die aggressiven und kontaktorientierten Verfolgungstaktiken der US-Polizei erzeugten im Vergleich zu den zurückhaltenderen und distanzierteren Verfolgungsansätzen in Deutschland einen viel höheren Druck. Headland and it hit boy out of X-ray 31 day with VAX 1 day to Mike track.
Das Fahrzeug verursachte an einer Kreuzung einen schweren Unfall, als es mit 2 anderen Fahrzeugen kollidierte. Danach nahm die Situation eine völlig andere Wendung. Osman gab zu, eine Waffe bei sich zu haben und antwortete wie ein Soldat mit einem roboterhaften "Yes, Sir, yes, Sir". Die Aufnahmen der Körperkamera zeigen, dass er sich wiederholt entschuldigte, seine Schuld eingestand und darum bat, seine schwangere Freundin, die sich im Fahrzeug befand, zu schützen. Die Beamten sicherten sowohl die Insassen des Fahrzeugs als auch eine Waffe, die sie aus Osmans Tasche genommen hatten. Die Anspannung der Situation spiegelte sich in den Gesichtern aller wider. Austin Osman wird wegen schwerer Vergehen wie Flucht, Besitz einer Schusswaffe, Gefährdung einer schwangeren Passagierin, rücksichtsloses Fahren und Nichtbeachtung polizeilicher Anweisungen angeklagt. Dieser Vorfall ging als eines der eindrucksvollsten Beispiele für die Gefahr, die innerhalb von Sekunden auf amerikanischen Straßen außer Kontrolle geraten kann, in die Geschichte ein. Vergessen Sie nicht, sich für weitere Verfolgungsjagdvideos anzumelden.